Na, welches Fahrzeug könnte das hier sein? Ich bin mir sicher, du weißt, was das für ein Fahrzeug ist. Heute nehmen wir den Mockridge vom Hersteller Rock Hobby, vertrieben in Deutschland von D-Power, mal so richtig unter die Lupe. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Viel Spaß! Möglich ist dieses Video durch Padde von Paddes RC-Box, Modellbau für Groß und Klein. Padde hat mir dieses Fahrzeug hier freundlicherweise zur Verfügung gestellt und unten in der Videobeschreibung habe ich dir mal seinen Shop verlinkt. Los geht's mit der äußeren Verpackung des Mockridge. Die Verpackung finde ich total klasse. Ich bin ein ganz großer Fan davon geworden. Die ist eigentlich immer gleich aufgebaut bei den verschiedenen Fahrzeugen von diesem Hersteller. Und zwar gibt es eine Styroporbox, die wirklich super ist. Zu der kommen wir gleich. Die wird ummantelt von diesem Pappschuber und die sind immer echt klasse bedruckt. Wir sehen jetzt hier den Mockridge, der dem Unimog 406 extrem ähnlich sieht. Und hier steht auch nochmal Mockridge drauf. Das Ganze ist ein Scale Crawler im Maßstab 1:18. Das Foto finde ich sehr schön und zeigt auch das Originalmodell. Auf einer weiteren Seite sehen wir dann hier auch nochmal das Modell in einer etwas anderen Umgebung von der Seite. Und hier sind so ein paar technische Daten aufgeführt, zu denen kommen wir natürlich nachher im Video auch noch. Dann gibt es noch eine Seite und wieder ist das Modell abgebildet. Und hier steht auch nochmal ein bisschen was zu der Geschichte des Fahrzeugs. Und selbst auf der Unterseite finden wir hier auch nochmal was. Wieder ein schönes Foto von dem Fahrzeug im Gelände. Und da haben wir dann jetzt die technischen Daten. Der Pappschuber ist in so einem leichten Matt gehalten, ja, vielleicht auch so ein Seidenmatt. Die Fotos sind sehr, sehr scharf und das wäre durchaus eine Verpackung, die ich mir auch so in mein Modellbauzimmer hineinstellen würde. Viel wichtiger natürlich als diese Verpackung ist der Inhalt. Und ob der gut geschützt ist, das schauen wir uns jetzt an. Der Pappschuber kommt mal beiseite und da haben wir sie, die Styroporverpackung, die ich wirklich sehr gerne mag. Sie fühlt sich sehr robust an, sie sieht ja in Ordnung aus, ne? Wir haben hier nochmal so ein paar Vertiefungen, so ein bisschen auch so eine Struktur drin, hat so ein bisschen was von einem Wellblech und das gefällt mir sehr gut. Hier klappert nichts. Hier rappelt nichts und das ist etwas, was ich mir auch schön ins Auto packen kann und was ich dann auch mitnehmen kann ins Gelände und dann vor Ort auspacke. Finde ich zum Beispiel gar nicht schlecht. Der Deckel hier, der haftet gut. Es gibt hier an der Seite so einen kleinen Eingriff und daran können wir das Ganze hier mal öffnen. Also es fällt nicht einfach so ab. Es hält wirklich gut. Dann nehmen wir jetzt mal hier vorsichtig den Deckel ab. Da kommt uns auch schon was entgegen. Wir haben hier eine wunderbare Anleitung zu diesem Fahrzeug. Finde ich auch nochmal ganz nett. Da müssen wir uns keine PDF runterladen. Wir haben hier alles auf Deutsch. Das ist auch sehr, sehr angenehm. Dort kannst du dir nochmal alle Funktionen ansehen. Und auch nochmal hier so eine Explosionszeichnung, wenn du vielleicht mal was austauschen möchtest, etc. Und hier sehen wir schon so ein bisschen was von dem schönen Mockridge. Schau mal, wunderbar. Aber hier ist ja noch was anderes drauf. Und um an den Unimog ranzukommen, müssen wir das mal runternehmen. Auch schön verpackt, dass es nicht verkratzt, ist diese Fernbedienung. Die schauen wir uns gleich mal in Ruhe an. Dann haben wir hier noch einen Akku. Das ist ein 2S LiPo-Akku mit 380 mAh. Den kann man aufladen mit einem kleinen USB-Ladegerät. Und dieser hier sorgt für circa 30 Minuten Fahrspaß. So gibt es der Hersteller an. So, auch hier nochmal wirklich gut gepolstert. Kann man nicht anders sagen. Klasse. Und dann heben wir hier den kleinen mal raus. Och, ist der schön. Ist der schön. Guck dir den mal an. Der ist ja süß. Der ist ja süß. Geil. Hihihi. Diese Schraubenfedern.
klasse. So, ich würde sagen, wir schauen uns dieses Fahrzeug jetzt mal richtig im Detail an, weil Details hat der kleine Mockridge jede Menge. Bitte nicht erschrecken, dieses Fahrzeug war schon mal im Einsatz im Gelände unterwegs. Wenn du dieses Fahrzeug kaufst, bekommst du es natürlich A-wertig und komplett sauber. Also das nur noch mal als Hinweis, nicht, dass du dich wunderst, dass die Reifen so ein bisschen dreckig sind und hier und da so ein bisschen Staub ist. Das tut aber hier gar nichts zur Sache. Jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ist der cool? Wir haben hier diese schönen Reifen mit diesem Treckerprofil, wie man das auch von einem Unimog kennt. Hier vorne die Stoßstange, hier ist auch so ein Kennzeichen angebracht. Hier vorne die Welle. Beim Original Unimog kann man da dann verschiedene Zusatzgeräte an der Front anschließen. Der Kühlergrill, der auch wirklich klasse nachgebildet ist. Und was mir besonders gut gefällt, das sind diese Scheinwerfer. Warum gefallen mir die Scheinwerfer besonders gut? Nun ja, man hätte das Ganze auch in Klarglas machen können, aber das hier ist also wirklich so eine richtig typische alte Lampe vorne, denn früher in diesem Glas waren immer noch so Riffel eingearbeitet, da hatte man noch keine Klarglasscheinwerfer und das ist hier ganz prima nachempfunden. Weiter geht's hier oben zur Motorhaube. Die lässt sich in der Tat auch öffnen. Da verbirgt sich so ein bisschen Elektronik drunter und hier wird dann später der kleine LiPo-Akku eingesetzt und wir haben hier schöne Scharniere, das funktioniert sehr gut. Somit ist die Elektronik wirklich schön verstaut und man sieht sie später während der Fahrt gar nicht. Finde ich sehr schön das Ganze gelöst, kommt man auch sehr einfach dran. Des Weiteren haben wir hier schöne Details wie die Scheibenwischer und auch hier so einen kleinen Extrascheinwerfer, der sieht hier auch richtig schön aus. Hier haben wir die Blinker, die links und rechts richtig schön kräftig herausstechen und hier auch diese schön weit nach außen stehenden Spiegel. Ich denke, so kann man es ganz gut sehen. Ganz, ganz klasse. Und hier nochmal einen großen Schnorchel, damit er dann auch schön durchs Wasser fahren kann und keine Luft ansaugt. Richtig, richtig cool. Auf dem Dach befinden sich dann hier noch zwei Blinklichter. Wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen drehen, dann sehen wir das hier auch nochmal im Seitenprofil. Hier dieser Bereich, auch wie beim Original. Und die Felgen, die sind wirklich in einem sehr, sehr schönen dunkelrot gehalten. Und ich finde, das harmoniert ganz gut mit der Farbe. Apropos Farbe, die Farbe finde ich ein bisschen speziell, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte sie mir vielleicht einen Tacken dunkler gewünscht, aber das ist auch mal was anderes. Es ist so ein bisschen, ja, wie so ein Mintgrün. Es ist matt. Matt gefällt mir sowieso sehr, sehr gut. Und die Farbe, ja, ist mal was anderes. Wer das nicht mag, der kann ja das Modell immer noch mal vorsichtig auseinandernehmen und neu lackieren. Ein Bekannter von mir hat das in so einem Uni-Grau gemacht und ich muss sagen, sieht richtig geil aus, gefällt mir sehr gut. Die Türen lassen sich leider nicht öffnen, aber wir haben hier einen schönen Kühlergrill und der Innenraum, der ist wirklich schön nachgebildet. Wir haben hier zwei Sitze, ein Lenkrad und ein Tacho. Das bekommt man, glaube ich, nicht so wirklich eingefangen. Das ist sehr, sehr schwer. Aber wenn du das Modell bei dir zu Hause hast, dann sieht man das auf jeden Fall. Und wer möchte, kann ja auch da nochmal eine Figur einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass die von Bruderspiel waren. Von der Größe vielleicht ganz gut reinpassen würden. Aber da kann man sich ja schlau machen, wenn man das möchte. Hier die Seite, das finde ich auch sehr schön. Wir haben hier den Tank nochmal dran und hier die Kotflügel gehen schön runter. Alles genauso wie beim Original. Das finde ich wirklich sehr schick. Wir können uns das Ganze so nochmal anschauen. Wir sehen auch, dass die Spiegel auch wirklich spiegeln. Das ist also nicht irgendwie eine silberne Folie oder einfach heller angemalt. Nee, die spiegeln tatsächlich. Und wenn man das jetzt hier so sieht, dann muss ich sagen, sieht das doch schon fast aus wie so ein richtiges, ja, Vitrinenmodell. Oder was meinst du? Hier hinten können wir dem Unimog mal so ein bisschen unter die Wäsche gucken. Wir sehen hier die große Starrachse. Hier hinten auf dem Kotflügel ist ein Kennzeichen. Und wir haben hier auch nochmal beide Rückleuchten. Die schauen wir uns natürlich nachher auch nochmal ganz genau an. So sieht das Modell auf der Beifahrerseite aus. Auch wirklich schön gemacht. Und was man hier auch machen kann, man kann hier die Ladefläche vorsichtig umklappen. Ich
bin jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, das funktioniert aber. Das ist stabil, das klappt. So, hier kann man das auch nochmal machen. Wer möchte, kann die auch vorsichtig abmachen. Aber ja, dort kann man zum Beispiel mit so einem kleinen Gabelstapler was aufladen. Könnte ich mir auch wohl vorstellen. Das finde ich auch nochmal ein schönes Gimmick, gefällt mir gut. Von hier hinten können wir vielleicht einen kleinen Blick erhaschen auf den Tacho. Na, kommt's rüber? Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Also es ist sehr, sehr schwer, den Innenraum einzufangen. Das Modell an sich sieht aber klasse aus. Und wenn ich jetzt nicht unbedingt wüsste, dass der ferngesteuert ist, würde ich das jetzt auch gar nicht vermuten. Sehr interessant. Wirklich sehr schön gearbeitetes Fahrzeug. Und ich möchte jetzt mit dir zusammen mal Batterien in die Fernsteuerung einlegen und mir diese nochmal etwas genauer ansehen. Die Fernsteuerung ist jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, aber mir ist immer wichtig, dass diese gut in der Hand liegt und sich das Fahrzeug später gut fahren lässt. Also in der Hand liegen tut sie sehr angenehm. Meine normal großen Hände können das hier alles gut umfassen, diese Pistolenfernsteuerung. Und mein Zeigefinger passt hier auch sehr, sehr gut rein. Was ich ja immer so ein bisschen bemängel, das ist dieses Lenkrad hier für die Lenkung. Ich finde, wenn ich einen RC-Crawler kaufe, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn diese Speiche hier auch irgendwas mit diesem Fahrzeug zu tun hat. Natürlich wird diese Fernsteuerung hier auch für andere Modelle verwendet. Aber wie cool wäre das jetzt, wenn man hier einfach so einen Unimog-Reifen von dem Mockridge drauf hätte. Das finde ich irgendwie ein total geiles Gimmick. Stattdessen ist das hier so eine Sportfelge. Ist bei jedem Hersteller so, auch wenn du einen Traxxas kaufst, einen TRX4, hast du da auch keine Crawler-Felge. Da ist es auch eine Chromfelge von irgendeinem Onroad-Fahrzeug. Ist okay, fände ich aber ganz cool. Macht aber jeder Hersteller so, wie er möchte. Das passt alles soweit. Das Lenkgefühl ist soweit ganz gut. Wir lassen das mal los. Ja, ziemlich straff. Manche schnalzen noch mal so ein bisschen nach. Das tut diese hier kaum. So ein paar Zusatzfunktionen haben wir bei dieser Fernsteuerung noch. Wir haben hier oben einen Knopf, da muss ich gleich noch mal schauen, für was der wohl gut ist. Und wenn wir jetzt hier oben mal reingucken, gibt es hier so ein paar Sachen, die wir dann noch steuern können. Das Ganze ist unter einer Kunststoffabdeckung hier verdeckt. Jetzt möchte ich dich gerne mitnehmen auf den ersten paar Metern mit dem Mockridge. Ein ganz lustiges Detail, was ich noch nie gesehen habe. Schau mal, die Fernsteuerung sieht von vorne aus wie eine Fahrzeugfront und hat hier noch 2 Scheinwerfer drin. Hab ich noch nie gesehen. Ja, ob das jetzt Sinn macht, bleibt jetzt jedem mal selbst überlassen. Es leuchtet sicherlich ein bisschen. Vielleicht hilft es im Dunkeln hier einen Akku einzusetzen. Ja, finde ich ganz witzig. Aber wichtig ist ja der Unimog und wir haben hier so ein paar verschiedene Lichtmodi. Die kann man hier über die Fernsteuerung schalten. Da gibt es so einen Knopf mit LED. Wir können das Licht einmal ausmachen. Wir können leichtes Licht anmachen und wir können Fernlicht anmachen. So sieht das hier von hinten aus. Die Lampen leuchten leider nur, wenn man rückwärts fährt. Dann gehen die an. Wer ein bisschen handwerklich geschickt ist, kann hier sicherlich noch ein bisschen andere LEDs einbauen. Blinker haben wir hier leider auch nicht. Aber wie gesagt, wer da so ein bisschen dran rumtüfteln möchte, der wird da sicherlich auch was Schönes reinkriegen. Und jetzt schauen wir mal, wie feinfühlig der so ist. Oh ja, oh, der lässt sich aber schön sehr, sehr proportional steuern. Cool. Klasse. Auch rückwärts. Das geht sehr, sehr langsam, sehr, sehr feinfühlig. Das gefällt mir wirklich gut. Verbaut haben wir einen 50er Brushed Motor. Der sollte für ausreichend Kraft sorgen. Also das macht er ja schon gut. Lenkeinschlag ist auch prima. Auch schön kräftig. So, da geben wir ein bisschen Gas. So, du siehst also, der hat auch Schmackes, wenn es drauf ankommt. Aber wir wollen ja hauptsächlich Scale fahren.
Und das kann er gut. Jetzt baue ich hier mal so ein paar Hindernisse auf und dann möchte ich mit dir mal feststellen, ob er da ganz gut rüberkommt oder ob er daran scheitert. Wie das Original verfügen wir hier über einen Leiterrahmen. Die Differentiale sind gesperrt. Der Leiterrahmen hier besteht aus einem Aluminium-U-Profil und der Lenkservo hat eine Stellkraft von circa 1 Kilogramm. Hier testen wir das mal auf meinem sehr dürftigen Gelände, gebaut aus Hantelscheiben. Und das macht er wirklich gut. Das macht er schön. Die Räder haben einen schönen Grip. Die rutschen da nicht so schnell runter. Das sieht sehr süß aus. Also auch von dem, was man so auf YouTube sieht, wie dieses Fahrzeug performt, finde ich es für die Größe auf jeden Fall schön gemacht. Und man darf nicht vergessen, dass das hier hauptsächlich ein Scale Crawler ist. Man muss also hier auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber er macht doch hier einen guten Job. Hier und da rutscht er mal weg, aber Hantelscheiben sind jetzt auch nicht gerade so optimal vom Grip her. Steine kann er mit sicherlich hier besser umfahren. Schön. Das gefällt mir gut. Finde ich klasse. Und jetzt wird es Zeit für mein ganz persönliches Fazit zu dem kleinen Mockridge. Wenn du diese Karosserieform genauso magst wie ich und dir ein Vitrinenmodell zu langweilig ist, weil es die ganze Zeit nur in der Glasvitrine steht, dann könnte das hier genau das Richtige sein. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht, dass es sich um ein RC-Fahrzeug handelt, durch diese wirklich schön gemachten Details. Und an einem schönen Sonntag, wenn es dich überkommt, dann fährst du mit diesem Fahrzeug hier einfach mal in einen kleinen Wald oder suchst dir eine Umgebung, die vom Maßstab her zu dem Fahrzeug passt. Wenn du auch ein Auge für die kleinen Dinge im Leben hast und auf die kleinen Details achtest, dann ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Modell. Dann könnte ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du mehr ins grobe Gelände möchtest, Schlammfahrten etc. liebst, dann solltest du dieses Fahrzeug nicht unbedingt wählen. Dann schau besser mal im 1:10er Bereich Traxxas TRX4. Das ist dann mehr deine Baustelle. Und wenn du eine künstlerische Ader hast und dir die Farbe vielleicht ein bisschen zu langweilig ist, so wie mir, ja, dann versuch doch mal dieses Fahrzeug hier auseinanderzubauen, lackier dir die Karosserie neu und hol noch mal richtig was aus der Plattform raus. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr schön. Das war's von mir. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Dein World Control RC.